Ich war auf der größten Parfümmesse der Welt, der Exhaust, dieses Jahr zum 3. Mal schon. Ich habe dazu noch kein Video gemacht, das ist schon fast einen Monat her. Daher wird es jetzt mal Zeit, ne? Ich geleite euch durch die Sachen, die ich entdeckt habe, die Sachen, die ich mitgenommen habe, die Sachen, die ich gekauft habe, die Sachen, die ich bekommen habe und Marken, wo ihr definitiv auf geile Releases euch freuen könnt. Auch wenn das Ganze jetzt nicht mehr taufrisch ist, denke ich, hier sind ein paar andere vielleicht Tipps auch dabei, die du sonst noch nicht gesehen hast. Starten wir einfach direkt mal rein mit den Sachen, die ich mir auf der Exhaust gekauft habe, beziehungsweise drumherum gekauft habe, weil eigentlich darf man auf der Exhaust ja nicht verkaufen. Wie dem auch sei, also ich habe Sachen gekauft, nicht unbedingt von den Ausstellern und nicht unbedingt dort direkt, aber wir starten einfach mal. Eine Marke, die gerade im Aufbau ist, beziehungsweise ein Experiment ist Olfiction Lab Editions von Pia Long und Nick Gilbert. Über Eau de Bougie habe ich schon mal ein Video gemacht. Lab Editions ist so ein Experiment von Pia und da ist ein Duft dabei und zwar The Tea und den habe ich gekauft. Die 15 Milliliter kosten 50 Pfund, glaube ich. Und der Duft ist komplett gebaut, gefüllt nur aus Tee. Und im weiteren Verlauf kommen immer andere neue Teefacetten raus. Unfassbar schöner Duft. Also jeder, der auf Teedüfte steht, sollte sich den hier dringend mal angucken. Ich habe den einem Freund gezeigt, Frederik von Nibiru Parfüms. Der hat direkt 2 gekauft. Direkt bestellt. On the spot. Ja, einfach großartig, wirklich. Ich habe den letztes Jahr da zum ersten Mal gerochen und habe gedacht, ja, nee, den muss ich haben. Ganz, ganz dringend. Und jetzt war es dann endlich soweit. Ich wollte halt aber keinen Versand aus UK bezahlen. Ich hoffe, sie finden dafür jetzt endlich mal bald eine Lösung, dass das nicht mehr so schlimm reinhaut. Dann, wie quasi fast jedes Jahr, ist natürlich auch Prin auf der Exhaust. Im NH-Flügel, also im NH, dort hat er einen Tisch und zeigt alle seine Marken, abgesehen davon, dass noch eine 4. Marke er auf den Markt bringen wird, Deux Trois, glaube ich, wird sie heißen, die für ihn mit untragbaren Düften spielt. Ich fand 2 eigentlich ganz geil. Über einen werde ich in einem kommenden Video noch reden. Und unter anderem kommt da auch ein Knight Rider raus, also so ein typischer Lederjacken, Motorrad, Auspuff, Benzin, Ölduft. Richtig geil. Also der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber er hatte halt auch seine ganzen Marken dabei und man konnte, also teilweise hatte er Düfte dabei, die man direkt kaufen konnte und bei einigen Düften hatte er nur den Tester dabei. Ich hatte das Glück, ich konnte einen Tester kaufen und zwar von Kirati. Das ist einer der neuen Düfte von Prisana, auf die ich in irgendeinem anderen Video nochmal eingehen werde. Die neuen Releases von Prin dieses Jahr. Der hier ist auf jeden Fall genau meins, weil er ist nämlich kümmelig. Rauchig, dreckig, animalisch, ein bisschen schwitzig, kümmelig. Total geil. Ich habe ihn noch nicht getragen, weil es einfach zu warm war bisher dafür. Ist auch jede Menge Iris drin. Der hat so eine richtig geile Textur einfach, der Duft. Aber ja, auf jeden Fall was ganz Besonderes. Ich finde die neuen Flakons, ich weiß noch nicht. Ich finde bei Prin und Prisana ist es noch okay. Ich finde die Strangers Bottles sehen leider ein bisschen billow aus. Vielleicht blende ich hier noch was ein. Dann habe ich auch den Joel von 432 getroffen. Dort in den Hain ist er rumgelaufen und ich konnte mir den Arantxa Rojo kaufen endlich. Ich finde ja hier die Flakons sehr süß. Generell coole Marke. Und der hier ist einfach ein unfassbar schöner, zitrisch-holziger Duft. Sehr anders und super gut tragbar, auch gerade bei höheren Temperaturen. Wunderschöner, außergewöhnlicher Duft, der Noten vereint, die ich so, glaube ich, noch nie gerochen habe. Ist eine richtig geile Limette drin. Aber der hat auch eine Süße, der hat was Würziges, der hat eine tolle Holzigkeit. Und ja, das Teil für 140 Euro, 120, irgendwie sowas. Also es ist absoluter Stil, total großartig. 432, eine Marke, die man auf dem Schirm haben sollte. Aus Chile. Chile hat man jetzt auch nicht so direkt auf seinem Duft Atlas.
finde ich zumindest. Also sehr, sehr cool. Voice from the Sky, der Macher von dem neuen Gigi de Duft. Die habe ich ja in Paris kennengelernt und habe mir dort den Talking to the Moon gekauft. Habe es dann bereut, dass ich mir nicht auch den Let Me Out geholt habe. Das habe ich jetzt dann nachgeholt. Das ist ein richtig außergewöhnlicher Duft, den ich so noch nie gerochen habe mit Schizoblatt. Der ist ein bisschen bitter. Der hat sehr viele Texturen drin. Du hast hier noch eine Iris drin, du hast hier noch eine Wolle drin. Der ist gleichzeitig frisch, bitter, kantig, aber auch anschmiegsam, wollig und ja, du hast super viele verschiedene Texturen, ein bisschen pudrig. Großartig, entwickelt sich toll auf Haut, schreit nicht. Funktioniert auch bei der Hitze, vielleicht jetzt nicht bei 35 Grad. Aber ja, wir leiden da alle. Das ist übrigens auch der Grund, warum es hier so lange keine Videos gab. Ich habe einfach auf der Couch gelegen vor der Klimaanlage und habe gehofft, dass es bald vorbei ist. Ja, jetzt ist endlich abgekühlt, daher kann ich jetzt endlich mal ein Video machen. Übrigens, ich sehe in TikTok Studio, wie viele Leute mir nicht folgen, die meine Videos gucken. Daher würde ich mich total freuen, wenn du das einfach mal ändern würdest. Let Me Out, auf jeden Fall großartiger Duft von Voice from the Sky. Allgemein, glaube ich, eine Brand, die, sobald sie mal auf dem europäischen Markt verfügbar sein wird, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen wird und das absolut zu Recht. Richtig, richtig tolle Düfte dabei. Also Let Me Out und Talking to the Moon sind meine persönlichen Favoriten, aber da gibt es viel Schönes, auf jeden Fall. Und das war es eigentlich auch schon mit Sachen, die ich gekauft habe. Den Rest habe ich freundlicherweise bekommen, worüber ich mich sehr freue. Wir fangen mal hier weiter bei den Asiaten. Wir bleiben mal asiatisch und zwar bei den Thais. Ich hatte einen Termin mit Tada. Tada, sehr spannend. Der macht sehr tragbare Sachen, finde ich, für Thai-Parfümerie. Das ist alles so leicht gourmandig, aber nie zu dolle. Und er hat noch eine zweite Marke, die heißt Shaman. Den Duft, der hat mich richtig umgehauen und den hat er mir geschenkt. Unfassbar geil. Der Look of it, richtig cool. So sehr Tarotkartenmäßig. Ich finde die Namen alle so ein bisschen unkreativ, weil sie heißen Ambergris, Bulgarian Rose und so weiter und so fort. Nicht so wirklich spezifisch, aber die Düfte dahinter sind richtig geil. Und ich habe mit ihm gesprochen, wir waren an dem Abend noch essen. Und er sagte, naja, er wollte eine Marke machen, wo er ein bisschen mehr Budget in die Hand nimmt für Packaging und allem drum und dran. Und er wollte aber null Bullshit. Und das heißt Ambergris und dann kriegst du Ambergris. Und da ist echtes Ambergris drin. Und dafür ist der Preis dann wieder vollkommen in Ordnung, finde ich. Günstig ist es nicht. Leute, die noch nie Ambergris gerochen haben und denken, das ist irgendwie sowas Nettes, sind hiervon vielleicht ein bisschen überfordert, weil der hat halt wirklich dieses 3 verschiedene Sorten von Ambergris und der ist animalisch, der hat ein bisschen was von schlechtem Atem, aber also wenn man Ambergris feiert und gerade in dieser artisanen Kultur ist, dass man so Bock auf einen richtig geilen, besonderen Ambergris-Duft hat, ist der hier dringend eine Empfehlung. Bei Nommer war ich auch, thailändische Brand. Die Haustour wird definitiv noch kommen. Richtig coole Düfte, 100 Euro, 30 ml oder $100. Und den hier haben sie mir noch in die Hand gedrückt, worüber ich mich richtig freue, weil das ist ein Teeduft. Aber kein üblicher Teeduft, sondern ein Thai-Teeduft. Und Thai-Tee ist ja super aromatisch, super würzig und sehr süß mit Kondensmilch. Und das dürfte wohl der einzige Duft sein mit einer Milchkomponente, wo diese Komponente mich nicht stört, sondern ich sie richtig, richtig gut gemacht finde. Sehr geil. Noch bei Tee angekommen auf der Essence. Im September wird von Gigide ein neuer Duft rauskommen, der vom Parfümeur von Voice from the Sky ist. Weiße Chrysanthementee. Also sowas habe ich noch nicht gerochen. Der war so unfassbar gut. Ich kann es kaum erwarten, den zu haben und muss mir den auf jeden Fall holen, sobald er draußen ist. Eine meiner besten Entdeckungen, so abseits von Sachen, die noch rauskommen werden. Außer Rania J, der Bois Tubercal oder sowas wird er heißen. Wunderschöner Everyday Freshy, ein bisschen schon fast so Shower Gel Vibes, super Office-friendly, aber unfassbar gut. Also Rania J macht ja richtig tolle Sachen. Habe ich, glaube ich, auf Instagram mal die kompletten Sachen reviewed. Tolles Haus,
tolle Brand und da habe ich mich dann auch wieder in den Oud-Duft verliebt von ihr, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Ich werde es einblenden. Den muss ich, glaube ich, auch noch haben. Richtig großartig. Dann habe ich noch einen Tester gekriegt von Sarah Baker und zwar der letzte Duft, der mir fehlt von den Düften, die ich absolut geil finde und feiere, und zwar der Tartencast. Ich habe hier irgendwo schon mal eine Haustour gemacht für Sarah Baker. Ich weiß gar nicht, ob der Tartencast damit drin war. Der ist relativ neu. Ich glaube, der kam letztes Jahr raus. Und das ist eine Abwandlung vom ehemaligen Tartan, der mit so Brotnoten und Whisky und geil holzig, also der riecht wie in so einem schottischen Pub, irgendwie richtig spannend. Und der Tartan Cask hat jetzt einfach nochmal so eine richtig geile, torfige Whisky-Note mit dabei, so Whisky-Fass-mäßig. Unfassbar cooler Duft. Absolut nichts jetzt für den Sommer, hat eine gewisse Süße. Aber der im Herbst, ich freue mich richtig drauf. Absolut geniales Teil. Ja, sehr happy, dass ich den habe. Sie haben mir gerade den Tester in die Hand gedrückt. Ja, da sage ich doch nicht nein. Liebe ich sehr. Um die Thai-Brands jetzt vielleicht auch mal abzuschließen. Eine Marke, die überall auf der Exhaust sehr gut ankam, obwohl sie nur einen kleinen Stand hatten. Während der Exhaust wurde auch noch ihr Instagram deaktiviert. Also absolute Katastrophe. Aber Perfumers Journey, sehr kreative Düfte. Sie haben mir hier eine Sample Size von Lam Chu Gold noch mitgegeben nach unserem Termin. Ein sehr schöner, süßlicher Tabakduft. Der Duft ist noch gar nicht auf Parfumo gelistet. Noten weiß ich nicht. Ich finde den sehr, sehr süß. Bisschen boozy. Auf jeden Fall jetzt nichts für den Sommer, aber dann sehr, sehr cooles Teil. Dann, wie die Jungfrau zum Kinde, bin ich bei Paramsara vorbei und habe ein paar der Düfte gerochen. Und plötzlich hat mich jemand gefragt, was denn mein Favorit ist. Und dann haben sie mir den einfach in die Hand gedrückt. Und das ist The Bodhi. Die allgemeine Marke hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, die kommen aus Indien. Alle sehr holzig, nicht zu laut, nicht zu aufgeregt. The Bodhi, ein holziger Weihrauch-Räucherstäbchen-Duft. Sehr, sehr toll. Funktioniert dadurch schon fast im Sommer, weil er eben dieses leicht Weihrauch-Rauchige hat oder Räucherstäbchen-Rauchige, daher nicht zu dolle ist und halt einfach diese wunderschöne, ausbalancierte Holzigkeit. Funktioniert super, wie ich finde. Habe ich jetzt auch schon einmal getragen. Ja, der ist sehr dezent. Ich glaube, der geht auch super im Büro und Zeug like that. Einfach sehr solider Duft. Jetzt nicht super crazy, aber ja, für den Preis kann man das mal machen und kennt halt wirklich auch noch niemand gefühlt. Einer meiner absoluten Highlights auf der Exhaust war mal wieder Rubini. Rubini liefert einfach immer ab. Ich mag nicht zwingend jeden Duft von denen. Zwei mag ich sehr gerne, Nuvolari und Hyperion. Hyperion liebe ich. Und sie haben jetzt einen Aquaten rausgebracht, und zwar Le Tremere. Das ist ein Aquate, der gänzlich anders mal gedacht ist. Und zwar ist es Aquate mit Ananas, Pfeifentabak und Taucheranzugnote. Super spannend gemacht, super tragbar tatsächlich. Also nicht so dieses super konzeptionelle, was Rubini immer macht, super konzeptionelle Düfte, die aber trotzdem irgendwie tragbar sind und auch nicht zu herausfordernd oder ähnliches. Sehr cool, die Inspiration hinter dem Duft ist Jacques Cousteau, also der große Unterwasserforscher. Richtig cool. Ist ein Aquate, ich liebe ja meine Aquaten, der aber so anders Aquatik denkt und umsetzt. Einfach großartig. Übrigens auch das Image-Video von Rubini absolut großartig. Also alle anderen Brands. Nehmt euch mal ein Beispiel an Rubini, wenn es ums kreative Storytelling und eine Kampagne geht, weil das ist einfach top-notch und Andrea macht wunderbare Sachen und ja, sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Dann habe ich noch Ulrich Lang kennengelernt, habe mich einmal durch die Kollektion geschnuppert und
ja, er war dann einfach so freundlich und hat mir den Absu in die Hand gedrückt. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schön grün-wässriger Duft. Also wenn du sowas wie Dragonfly vielleicht schon kennst, ist der eine Idee, weil der ist auch nicht so teuer. Wirklich schöne Sachen. Sample Set müsste ich mir demnächst nochmal holen, aber der Absu, der gefällt mir schon sehr, sehr gut. Also das auch eine Brand, die gefühlt nicht so richtig auf dem Schirm ist, aber so ein bisschen kommt, habe ich das Gefühl. Ich sehe hin und wieder mal auf Social Media zumindest von denen. Absu hat mir sehr gut gefallen und bin froh, dass der jetzt in meiner Sammlung ist. Und eine Marke, die ich seit letztem Jahr so halb auf dem Schirm habe, da wird wahrscheinlich auch noch eine Haustour zu kommen, zumindest eine kurze, ist Hellenist. Hellenist kommen eigentlich aus Frankreich. Ich glaube, er hat griechische Wurzeln. Das Thema ist immer griechische Mythologie. Und ich habe hier Les Bras de Morphy, wie auch immer man das ausspricht, ne? Es tut mir total leid. Also das ist ein richtig geiler Iris, Veilchen, leicht ledriger Duft. Richtig cool. Also alle Leute, die auf diesen OG Dior Homme abgefahren sind, da ist der hier vielleicht mal eine Überlegung wert. Super toller Duft. War in dem Moment mein Favorit. Die haben noch einen schönen Aquaten, einen schönen Sommeraquaten, der ist auch großartig. Ich werde die alle in Ruhe nochmal jetzt demnächst auf Haut testen und ihr werdet von mir in der Haustour über diese Marke nochmal hören. Ich mag die gerne, super auch affordable. Also ich glaube, die 100 Milliliter kosten so 170 € oder sowas. Also was heißt super affordable, aber Designer sind jetzt auch nicht mehr günstiger. Dementsprechend coole Sache, cooles Konzept und sehr happy, dass ich diesen Duft gekriegt habe. Auch nur deswegen, weil Internet Mutuals an diesem Stand ausgeholfen haben. Und dann hat mich der eine dann einmal quer über der Messe gesucht, gefunden und hat gemeint, komm mit, wir haben was für dich. Und ja, so kam das. Cool. Also liebe das sehr. Ich habe noch jede Menge Discovery-Sets bekommen, wo ich früher oder später auch noch drauf eingehen werde. Es war gut. Also Exence war gut. Ich glaube, ich habe trotzdem jetzt erstmal vielleicht die Nase voll. Nächstes Jahr, glaube ich, gehe ich nicht nochmal hin, obwohl ich es sehr genossen habe. Aber ja, ich glaube, 3 Jahre in Folge langt auch mal, weil so richtig viel Neues erkennt man dann nicht. Ein Tipp, den ihr dringend euch noch anriechen müsst, wenn ihr denn auf dunkle, aromatische, würzige Düfte steht, ist der neue von Nila Vermeer. Neve, da hat sich Bertrand Duchaufour wirklich selber übertroffen. Absolutes Brett. Ich habe irgendwo ein Sample. Sobald es hier nicht mehr das Gefühl ist, wenn du das Fenster aufmachst, dass du eine Backofentür aufgemacht hast, werde ich den auch mal wieder tragen. Großartig. Absolut großartig. Warst du auf der Exence? Was hast du auf der Exence für dich mitgenommen? Was war dein absoluter Favorit? Und oder willst du mal unbedingt auf die Exence gehen, weil du denkst, das ist super großartig? Stell mir gerne Fragen zur Exence oder allem Möglichen runter in die Kommentare. Ich werde auf alles eingehen. Ja, ich hoffe, das Video hat gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Abo nicht vergessen. Tschüss.